Herzlich willkommen in Kloster Salem. Wir stehen in einem der großartigsten, mit am besten erhaltenen barocken Klosteranlagen Deutschland. Ein reiches, ein lebendiges Kloster bis zu seiner Auflösung 1803. Liebe Frau Rückert, das barocke Kloster ist beeindruckend, aber das Kloster Salem hat ja eine wesentlich ältere Geschichte als dieser barocke Neubau um 1700. Wie entwickelte sich denn dieser Mönchskonvent hier? Ja, man muss sich vorstellen, hier die ganze Landschaft, durch die Aach fließt, war eigentlich eine Sumpflandschaft. Man kann es hier noch ein bisschen erkennen. Und um 1134 stiftet der Guntram von Adelsreuth, ein Edelmann hier aus der Nähe von Ravensburg, einen Ort namens Salmansweiler, Salemansvillare. Und vielleicht hat man sich das vorzustellen, dass er hier an diesem leicht abschüssigen Hang dieser Ort eben bestand. Und 3 Jahre später kam dann der Gründungskonvent aus dem Kloster Lützel hierher, um den neuen Besitz für das neue Zisterzienserkloster Salmansweiler oder Salem dann in Besitz zu nehmen. Salem übrigens ist ein Name, der natürlich an das himmlische Jerusalem erinnert, an das Wort Salem, Frieden, Shalom, das kennen wir noch, also Salem als Ort des Friedens. Ein bisschen Anklang an das alte Salmansweiler, Salemansvillare. Diesen Namen behielt das Kloster bis zur Auflösung eben bei. Das Besondere an Kloster Salem ist gleichzeitig auch ein Problem. Es ist ziemlich schwierig, den Besuchern die Gesamtanlage des Klosters auf einen Blick nahezubringen und zu zeigen, weil Salem ist dermaßen komplex. Es ist ja nicht nur der Konvent und der Abtsbereich, sondern Salem war auch das Zentrum einer florierenden kleinen Landesherrschaft mit immerhin 8.500 Bewohnern. Und Salem war auch das Zentrum eines landwirtschaftlichen Großbetriebes. Gleichzeitig war Salem auch Ort der Bildung, Ort des Verwaltens und des Regierens. Dazu müssen wir uns immer erinnern, dass seit 1358 alle Äbte Bürgerliche waren. Jeder Bauernbub der Herrschaft Salem hatte sozusagen den Abtsstab im Tornister. Bildung war ein zentrales Wort, eine zentrale Aufgabe für den Orden, die er ernst nahm, sowohl die religiös-geistliche wie die weltliche. Und Frau Rückert, wir stehen jetzt, glaube ich, im Gebäude, das uns zeigt, dass Salem selbst Ende des 18. Jahrhunderts alles andere als altersschwach war, sondern blühend und innovativ. Ja. Also die Salemer Kloster schickt ja nicht nur seit dem Mittelalter die eigenen Mönche zur Ausbildung nach Paris oder nach Heidelberg zum Studium, sondern man hat diesen Bildungsauftrag über die Jahrhunderte ernst genommen, vor allen Dingen dann auch im 18. Jahrhundert. Und mit eines der letzten Gebäude, das hier auf dem Gelände vor der Auflösung des Klosters noch gebaut wurde, ist dieses Schulhaus. Ein klassizistisches Gebäude, und das wurde jetzt nicht gebaut, um dort die Mönche auszubilden, sondern die begabten Jungen hier aus der Umgebung von Salem. Auch nachdem 1802 im Herbst Salem an das Haus Baden übergegangen ist, hat man sich dann spätestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dann vor allen Dingen im 20. Jahrhundert auch um Schulen, um Bildung gekümmert und vor allen Dingen dann 1920 die Gründung der Schule Schloss Salem durch Kurt Hahn mit Prinz Max von Baden. Und wie es eben gedacht war von den Mönchen, dass hier junge Menschen lernen können, ist es jetzt wieder von der Schule Schloss Salem aufgegriffen worden. Da sehen Sie hier jetzt ein Schulgebäude für die Unterstufe der Schule Schloss Salem. Der Mönchschor von Kloster Salem. In der letzten Ausbaustufe, wie Abt Anselm es initiierte. Es ist beeindruckend, heute noch an der Vielzahl der Sitze erkennen zu können, wie lebendig und kräftig diese klösterliche Gemeinschaft auch im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts war. 60 Mönche fanden hier Platz und vermutlich zumindest mitunter auch die 12 Laienbrüder, die dem Konvent angehörten. Die Kirche selbst stammt
aus dem Jahr 1285. Fertiggestellt wurde sie nach einer längeren Bauunterbrechung 1414. Aber der Innenraum gestaltete sich in jeder Epoche neu. Insgesamt gibt es 5 große Ausbau- und Neueinrichtungsstufen in dieser Kirche. Da ist der romanische Vorgängerbau, der für den Bau dieser Kirche abgerissen wurde, noch überhaupt nicht eingerechnet. Abt Anselm entdeckte in Paris seine Liebe für die neue architektonische Moderichtung des Klassizismus. Wir stehen hier im Mönchschor und der Chor für die Mönche war ein wesentlicher Teil für die Mönche, weil hier kamen sie 7 Mal am Tag und einmal in der Nacht zusammen. Einmal in der Nacht bedeutet bereits zwischen 2 und 3 Uhr morgens. Das ist ganz interessant. Die Mönche durften auch nicht sitzen, sie mussten stehen in den Stallen und durften sich nur anlehnen. Und wenn man sich die Gestaltung dieses Chorgestühls dann ansieht aus der Feuchtmeyer-Werkstatt und sich die Engelköpfe dann genauer betrachtet, dann kann man vielleicht unter Umständen erkennen, so die verschiedenen Phasen der Müdigkeit und des Einschlafens und wieder Aufwachens der Mönche. Denn man darf nicht vergessen, der Prior und der Abt, die saßen an den Längsseiten des Chorgestühls und passten natürlich auf, dass die Brüder nicht einschliefen beim Chorgesang. Wenn wir zur Ausstattung kommen, dieses Münze mit dem Alabasterschmuck, mit den Holzreliefs hier an der Rückwand des Chorgestühls, so werden wir überall ganz besondere Figuren entdecken. Unsere Putten. Die Klosterkirche von Salem ist ein wahrer Puttenhimmel. Wir haben allerlei Engelchen, Putten in den verschiedensten Gestalten, die hier dargestellt sind. Einen ganz besonderen Puttu habe ich Ihnen noch. Dieser Knabe hier, der sich hier an diesen Pfeiler lehnt, auf sein Gewand gestützt. Mit der linken Hand zeigt er auf eine ganz bedeutende Figur. Das ist unser heiliger Bernhard von Clairvaux. Bernhard von Clairvaux ist der Zisterzienserheilige, die wichtigste Persönlichkeit des Zisterzienserordens. Berühmt für seine Redegabe. Ihm floss die Rede wie Honig aus dem Mund. Er war überzeugend in seinen Reden und in seinen Predigten, natürlich auch in dem, was er niedergeschrieben hat. Und deswegen hat er den Beinamen Dr. Mellifluus. Ihm fließt die Rede wie Honig aus dem Mund. Und deswegen lehnt sich unser kleiner Puttu hier an einem Bienenkorb, an dem hier die Bienen herausquellen, um auf unseren honigsüßen Lehrer eben hinzudeuten. Frau Rückert und ich führten Sie jetzt gerade aus der Kirche über den östlichen Kreuzgangflügel, den sogenannten Bernhardusgang, in das Sommerrefektorium. Sowohl der Bernhardusgang wie das Sommerrefektorium waren die ersten Bereiche, die nach dem großen Brand 1697 im neu errichteten Kloster eingerichtet wurden. Wir haben hier noch den schweren barocken Stuck, der diese Epoche prägte, der so ganz anders wirkt als der leichte Rokoko-Stuck, den wir in späteren Ausformungsstufen haben. Und für uns interessant ist, dass obwohl wir in einem im Barock vollkommen neu erbauten Kloster sind, die Grundprinzipien noch exakt dem entsprachen, was im Sommerrefektorium oder in den Refektorien der mittelalterlichen Klöster für den Zisterzienserorden vorgegeben war. Auch im Barock aßen die Mönche noch an einem großen Tisch, sodass keiner dem anderen den Rücken zukehren musste. Auch im Barock wurde beim Essen nicht geredet, es war ein striktes Schweigegebot. Dafür gab es immer einen Vorleser und nach wie vor gab es für die Mönche kein Fleisch, wobei Fisch oder Wassergetier nicht unter Fleisch fiel. Aber dieser Raum hat noch einen zusätzlichen Höhepunkt. Aber das zeigt Ihnen die Spezialistin für dieses Fach, nämlich Frau Rückert.
Wir stehen hier vor dem großen Kachelofen im Sommerrefektorium von Kloster und Schloss Salem. Beheizt wurde er natürlich von der Küche, die dahinter liegt. Und hier sehen wir auch noch den Durchgang, der früher zur Küche eben führte. Der Ofen stammt aus der Barockzeit von 1733. Das Interessante für uns ist natürlich hier die Darstellungen in den verschiedenen Ofenkacheln. Wir haben eine besondere Gliederung mit den großen Ofenkacheln, den großen längsovalen Ofenkacheln, die uns Szenen aus dem Alten Testament zeigen, vor allen Dingen eben auch die, die mit Feuer zu tun haben. Was uns für das klösterliche Leben natürlich am meisten interessiert, sind die querovalen Kacheln, die wir hier überall sehen. Und sie stellen uns die Mönche dar, wie sie sich selber sehen wollten. Die Zisterzienser lebten nach den Regeln des heiligen Benedikt von Nursia und diese Regeln sagen, wir wollen von der eigenen Hände Arbeit leben. Und man war so stolz auf die eigene Tätigkeit, auf die wirtschaftliche Tätigkeit, dass man das eben hier darstellen konnte. Hier sehen wir, die Ernte ist so groß, das konnten die Mönche gar nicht mehr einbringen und dann kommt natürlich die Mutter Gottes zu Hilfe. Am 9. März 1697 begann die Geschichte des jetzigen Klosterbaus mit einer Katastrophe. An einem schadhaften Ofen brach ein Feuer aus, das sich in Windeseile über den ganzen ehemaligen Abtsbau fraß bis zur Kirche. Das Kloster war ruiniert. Es musste eine Lösung her. Und was jetzt kommt, zeigt die Innovationskraft, die Tatkraft und die finanzielle Stärke des Klosters und seines Konvents. Bereits 2 Monate später kam es zu einem Kontrakt mit dem Vorarlberger Baumeister Beer, der das Kloster neu errichtete. Aber es war kein Wiederaufbau, es war ein Neubau. Es wurden sogar vom Feuer verschonte Gebäudeteile abgerissen, um einen gesamten Komplex in seiner Harmonie wiederherzustellen. Und es gibt einen zweiten Punkt, wo die Salemer Mönche in den wiederaufgebauten Mauern etwas, ja, nahezu Sensationelles Neues schufen. Und das werden wir uns jetzt von Frau Rückert erklären lassen. Wir befinden uns hier in der Prälatur, in dem Repräsentationsbau des Klosters, in der Residenz des Abtes. Und hier hat der Abt seine Gäste empfangen. Und was sehen wir hier? Keinen Stuck an der Decke. Sollte man doch erwarten. Aber was wir hier sehen, ist was ganz Besonderes und das ist wirklich einmalig hier. Man hat aus der großen Brandkatastrophe 1697 gelernt. Eine große Feuerspritze, die aus Überlingen bestellt wurde, die kam allerdings zu spät. Was macht man? Es müssen natürlich solche Brandschutzmaßnahmen für die Zukunft eben eingerichtet werden. Dazu zählen nicht nur Steinfußböden, wie wir sie hier haben, dazu zählen nicht nur Brandwände, dazu zählen nicht nur eiserne Türen, die man dann in dem Neubau mitverarbeitet, sondern man richtet hier im Zentrum der Macht in der Prälatur eine Feuerwache ein. Und dafür bestellt man bei einem berühmten Spritzenbauer in Konstanz Feuerspritzen, die von Pferden gezogen wurden. Und die sehen wir hier noch an der Stelle, für die sie früher eingekauft wurden. Die beiden Klosterspritzen, wie wir sie nennen, sind mit die ältesten pferdegezogenen Handdruckspritzen, die wir überhaupt in Deutschland haben und stammen wohl eben aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, kurz nach dem Wiederaufbau eben dieser Anlage. Und das ganz Besondere, das ist wirklich State of the Art, das Modernste, was man damals eben an Technik bekommen konnte, um hier vorbeugenden Brandschutz eben zu machen.